Hallo, Shisha Rainbow wieder hier. Dieses Mal mit einem Tutorial zu Extrem halt bei Bodypainting. Und ich meine wirklich extrem. Extrem. Das heißt, das Entfernen wird die Hölle. Wenn das euch also nichts ausmacht, dann starten wir jetzt. Also, wir werden uns eine Bodypainting-Farbe herstellen, die sehr, sehr, sehr gut hält. Und zwar wird die in Amerika auch unter Pax Paint verkauft. Das heißt so viel wie Prozet und Acrylics. Und ist also halt Hautkleber, also den Spezieller, den es auch nur wieder in Amerika gibt. Und halt Acrylfarbe. Das Ganze ist relativ teuer. Es ist wesentlich günstiger, es selber zu machen. Und ja, wir kriegen es hier in Deutschland so oder so sowieso nicht so gut. Also, wie machen wir das? Ich habe das Ganze mit 5 verschiedenen Hautklebern und Farben getestet. Ihr kennt ja bestimmt auch meine Serie über die verschiedenen Bodypainting-Weisen wie Cremeschminke, Fettschminke, Alkoholschminke und Wasserschminke. Wenn nicht, solltet ihr euch damit auch auseinandergesetzt haben. Das Ganze wird oben in der Playlist verlinkt. Dann könnt ihr für euer Projekt entscheiden, was am besten geeignet ist. Wenn ihr jetzt aber wirklich ein Bodypainting braucht, was sehr lange hält, ohne dass ihr es nachschminken müsst, dann wäre das hier ideal. Was ihr dafür benötigt, ist auf jeden Fall so ein Einwegschälchen, ein Pinsel, den ihr danach wegschmeißen könnt. Am besten halt so einen flachen, die gibt es auch schon für 1 Euro zu kaufen. Ihr braucht Hautkleber. Ihr braucht natürlich nicht so viel. Kauft auf jeden Fall einen matten, der nicht wasserlöslich ist. Und ihr braucht natürlich auch einen Löser extra für euren Hautkleber, also den passenden. Und davon braucht ihr eine ganze Menge. Was ihr natürlich auch noch benötigt, ist eine Acrylfarbe in der Farbe, die ihr haben möchtet. Ihr könnt also frei wählen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Acrylfarbe nicht giftig ist. Am besten nehmt ihr welche, die auch für Kinder geeignet ist. Das Verhältnis sind 50% Kleber, 50% Acrylfarbe und ein Spritzerlöser, damit es etwas geschmeidiger ist. Die perfekte Konsistenz hat es dann, wenn ihr nur eine Schicht braucht, um es deckend aufzutragen. Also ist meins etwas zu flüssig geworden. Ich bräuchte hier 2. Trocken genug für die zweite Schicht. Berührt euch niemals selbst, wenn ihr noch nicht komplett durchgetrocknet seid. Das Trocknen dauert echt lange. Ungepudert sieht das Ganze dann aus wie eine Legierung. Für Metallic-Töne ist das natürlich sehr schön, ansonsten würde ich euch natürlich raten, das Ganze noch dick abzupudern. Vorteil dieser Art des Bodypainting ist auf jeden Fall der extreme Halt. Das Ganze ist sehr resistent, das heißt, es rubbelt nicht ab, selbst mit Gewalt nicht. Das heißt, auch eure Kleidung wird nicht eingefärbt und ihr müsst wirklich nirgendwo nachschminken. Ebenso ist das Ganze schwitzfest. Es gibt natürlich auch einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass man rasiert sein sollte an den Stellen, wo man das Bodypainting aufträgt, weil Haare sehr stark erkennbar sind. Da das Ganze mit Hautkleber gemacht wird, riecht das konstant immer ein bisschen unangenehm. Ich zum Beispiel kriege davon Kopfschmerzen, ist also auch nicht für jeden geeignet. Probiert es generell vorher aus. Bedenkt auf jeden Fall, dass das Ganze sehr, sehr strapaziös für eure Haut ist. Eure Haut ist euer größtes Organ und sie kann so gut wie gar nicht atmen durch diese Art von Bodypainting, was natürlich auch sehr auf den Organismus geht. Also schaut, ob ihr das gut vertragt und für einen Tag auch tragen könnt. Ansonsten, wenn ihr merkt, euch wird schlecht, schwindelig, irgendwas, ihr dehydriert seid, sehr viel Wasser trinken auf jeden Fall, dann schminkt euch so schnell wie möglich wieder ab. Und eine große Bitte habe ich, tragt das Ganze nicht in der Nähe von Schleimhäuten auf. Also im Augen- und Mundbereich, benutzt dafür Fettschminke oder irgendeine andere vom Aquaschminke in derselben Farbe, weil es wirklich generell auch schon bei kleinen Wunden brennt. Also jede kleine Wunde werdet ihr bemerken mit dieser Art von Bodypainting und es ist einfach wirklich nicht für Schleimhäute gedacht. Also bitte nicht zu nah im Augenbereich und sonstigen Regionen auftragen, die empfindlich sind. Und wie ihr schon bemerkt habt, das Ganze ist wirklich aufwendig in der Entfernung. Ich empfehle euch, dass ihr euch Mallappen nehmt und diese dann in Löser tränkt und nach die Farbe runterholt, danach nochmal duschen geht mit Seife und die Haut danach schön ordentlich eincremt. Die braucht danach sehr viel Pflege. 2 Mallappen getränkt in Löser, um das runterzukriegen. Für alle Leute, die es leichter haben wollen und das Ganze nicht vertragen
und es auch wiederverwenden wollen und hier jetzt mal von vorne anfangen, gäbe es noch die gute Alternative, sich einfach einen Bodysuit zu machen. Mein Fazit zu der Farbe ist, dass sie absolut genial ist, wenn man ein langanhaltendes, resistentes Bodypainting benötigt. Auf der anderen Seite ist das Ganze sehr strapaziös für die Haut, also testet es vorher bitte aus, ob es für euch geeignet ist. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen, war hilfreich und lehrreich. Lasst mir einen Daumen hoch da und ja, ansonsten abonniert auf jeden Fall meinen Channel. Wir sehen uns. Cheerio!